liebe Hausbauhelden, diese Haustour ist wirklich was ganz Besonderes. Wir sind für euch in Kopenhagen und dürfen exklusiv Probe wohnen in einem Holzhaus, das ein Forschungsprojekt ist. Initiiert vom Dachflächenfensterhersteller Velux, der herausfinden will, ob besseres Bauen und gesundes Wohnen zu kostengünstigen und für alle erschwingliche Preise möglich ist. Auch in Deutschland wird das Bauen immer teurer und ihr fragt ständig, wie soll man sich das noch leisten können? Es gibt natürlich viele Kostentreiber, aber ein paar Faktoren habt ihr selbst in der Hand. Welche das sind und was gesunde Luft und natürliches Licht im Haus damit zu tun haben, erfahrt ihr in diesem Video. Wichtigste Grundlage für kostengünstiges und besseres Bauen ist ein Umdenken im Planungsprozess. Da gibt es ein paar Prinzipien, die ich euch im Laufe des Videos erklären werde. Aber jetzt fangen wir mal mit den harten Fakten an. Das Haus, das ich euch zeigen möchte, hat Außenmaße von etwa 8,10 Meter mal 8,10 Meter, eine reine Wohnfläche von ungefähr 100 Quadratmetern und eine Nutzfläche von etwa 147 Quadratmetern. Damit ist es genauso groß wie das typische Einfamilienhaus, das dänische junge Familien bauen. Allerdings ist es dann meistens ein Bungalow mit Wohnfläche auf einer Ebene. Hier wird die Wohnfläche schon mal auf 3 Etagen gepackt, sodass man mit kleinerer Fläche auskommt. Und das Ganze hat mehrere Gründe. Unter anderem natürlich den Flächenverbrauch zu minimieren, aber auch die CO2-Reduktion ist ganz wichtig. Wie ihr wisst, ist ja die Bauindustrie weltweit für 1/3 der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und deshalb war hier der Versuch, schaffen wir es, die CO2-Emissionen beim Bau und Betrieb dieses Hauses nochmal zu reduzieren auf 1/3 dessen, was ein normales in Dänemark gebautes Haus an Werten hat. Wir haben hier normalerweise 11 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und Jahr und bei diesem Haus sind es unter 4 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und Jahr. Wie hat man diese massive CO2-Einsparung hingekriegt? Unter anderem natürlich durch die Wahl der Materialien und wie werden sie verarbeitet. Also wir haben hier zum Beispiel das Ganze auf so einem Holzdeck aufgestellt. Das sind wiederverwertbare Schraubfundamente, da ist Luft drunter, deshalb kann die Bodenplatte auch aus Holz sein. Auch die ganze tragende Konstruktion ist aus Holz. Das ist hier was ganz Besonderes. Wir haben hier 55 cm starke Außenwände. Das ist eine CLT-Massivholzkonstruktion. CLT steht für Cross-Laminated Timber, also ein Brettsperrholz aus Kiefer. Das tragende Element ist innen etwa 10 cm stark. Dann haben wir da einen Wandaufbau mit einer Zellulosedämmung davor. Und dann kommt außen diese hinterlüftete Fassade. Das ist der Schiebeladen. Hier kann man es sehen. In Fichte unbehandelt. Die wird mit der Zeit vergrauen, muss aber auch nicht mit Chemie oder irgendwas behandelt werden. Das Holz ist sehr, sehr haltbar so. Man muss natürlich mit der optischen Einschränkung, dass es grau wird, dann klarkommen. Hier sehen wir auch, gibt es teilweise große Schiebeläden, die in einer ähnlichen Optik wie die Fassade gemacht sind. Das ist so eine Bodendeckelschalung mit einer schmalen Fuge. Und hier ist dann natürlich Luftraum dazwischen. Man kann diese Schiebeläden abends zumachen, hat dann von innen einen sehr schönen Blick nach draußen und von außen eben den Sichtschutz. Auch diese Elemente sind ganz einfach Holzrahmen, die in so einer Stahlschiene laufen. Die lassen sich relativ gut bewegen und lassen sich vor allen Dingen auch leicht nacharbeiten oder mal reparieren, weil es ganz einfache Teile sind. Ihr seht schon, die Dachform ist was ganz Besonderes. Das Haus besteht ja praktisch aus den 2 oberen Geschossen, die Dachgeschosse sind. Das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass man hier viele Dachfenster platzieren wollte, sondern auch, weil die Architekten in Studien herausgefunden haben, dass man so die beste Tageslichtversorgung und vor allen Dingen das best funktionierende interne natürliche Lüftungskonzept hinkriegt.
Das zeige ich euch nachher später. Wir durften das auch selber schon erleben. Wie gesagt, wir wohnen hier für 3 Tage. Aber erstmal zu den Formen. Wir haben ein sehr steil geneigtes Satteldach mit einer gekappten Spitze. Das heißt, es ist also praktisch unterm First abgeschnitten. Oben ist ein Flachdach drin. Dadurch, durch diese steile Dachform, kann man eben 2 Dachgeschosse sehr gut nutzen. Es wird oben nicht zu hoch. In diesem Flachdach sitzen nochmal Flachdachfenster drin. Ihr seht auch, da ist nochmal Photovoltaik drauf zur Energieerzeugung. Und durch diese Flachdachfenster kann man eben, weil die im höchsten Punkt sitzen, die Hitze im Haus ganz schnell ablüften. Bei der Fensterplatzierung gab es hier bestimmte Prinzipien, die normalerweise vielleicht nicht so bedacht werden. Da überlegt man sich, wie soll die Fassade aussehen. Hier war es wichtig, wie müssen die Fenster platziert sein, um über den Tagesverlauf und mit dem Sonnenstand die beste Tageslichtversorgung im Haus zu haben. Denn wir halten uns 90% unseres Lebens in geschlossenen Räumen auf und natürliches Licht ist für die Gesundheit total wichtig. Zweiter Punkt, wie müssen die Fenster platziert sein, damit das Lüftungskonzept am besten funktioniert. Also Querlüftung und auch eine Durchziehung der Luft über alle Geschosse von unten nach oben, damit die Hitze schnell abziehen kann. Drittens, wie müssen die Fenster platziert sein, dass ich erstens gute Ausblicke habe, also an den richtigen Stellen, aber auch die Privatsphäre gewahrt ist. Und wie kann das Ganze entsprechend geplant sein, dass nicht zu viel Hitze durch die Glasflächen reinkommt? Denn der sommerliche Wärmeschutz ist, wie ihr wisst, ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, alle Fenster sind ausgestattet mit Hitzeschutzmarkisen, innen auch mit verschiedenen Arten von Verdunklungslayern und vor allem sind sie solarbetrieben gesteuert. Das heißt, sie gehen automatisch auf und zu, wenn man das so programmiert, um die Luftqualität innen perfekt zu halten. Dazu sage ich euch gleich noch was drin. Jetzt schauen wir erstmal noch hier auf der Eingangsseite. Da könnt ihr ganz gut sehen, das Dach ist auch kein Ziegeldach, sondern ein kostengünstiges Wellblechdach. Das ist ein Stahlblech, das mit verzinkt ist mit so einer Magnesium-Zinkbeschichtung. Natürlich könnte man da auch noch Photovoltaik platzieren, aber auch hier muss man sich immer überlegen, wie viel Energie brauchen die Paneele und wie viel Energie brauche ich eigentlich nachher in meinem Haus. Wenn das dauerhaft bewohnt ist, würde man da sicherlich ein bisschen mehr draufpacken. Zusätzlich zu den verschiedenen Arten von Dachflächenfenstern und Flachdachfenstern sind hier Holz-Alu-Fenster verbaut. Das ist zwar jetzt nicht das günstigste Produkt, aber da geht es um die Langlebigkeit. Die sind eben einfach sehr langlebig, weil sie außen die robuste Aluschale haben und auch wie lange ein Produkt nutzbar ist ganz wichtig für die Lebenszyklusanalyse. Jetzt sage ich euch noch mal kurz, was diese 5 Grundprinzipien waren bei der Planung dieses Projekts, denn die werden wir drinnen immer wieder an verschiedenen Stellen sehen. Das erste war gesund bauen für Mensch und Umwelt, also gesundes Innenraumklima und niedrigen CO2-Fußabdruck. Einfach bauen, das macht es kostengünstiger, das macht es auch demontierbar. Vorgefertigte Bauweise ist ein wichtiges Thema. Der dritte Punkt ist das Ganze skalierbar von der Größe, damit es eben auch leistbar wird für die unterschiedlichsten Einkommensschichten. Außerdem muss es anpassbar sein an verschiedene Wohnformen, Lebenssituationen. Man kann sich das auch als Doppelhaus, als Reihenhaus oder als mehrgeschossiges Haus vorstellen in diesem Prinzip. Und der Gedanke der Share Economy war wichtig, also der Community-Gedanke. Kann ich Dinge, die ich nicht ständig brauche, auch gemeinsam nutzen? Wie zum Beispiel Außenflächen oder ein Raum, wo Waschmaschinen und Trockner stehen. Und auch das werden wir sehen, denn dadurch wird die individuell benutzte Fläche, die man benötigt, auch kleiner. Und jetzt schauen wir mal, wie es drin aussieht. Ist nur 4 Quadratmeter groß, aber so geschickt aufgeteilt und dimensioniert, dass kein Platz verschwendet wird, aber für alles Wichtige Platz ist. Von der lichten Raumhöhe haben wir 2,73 Meter. Die Räume sind etwas
höher. Ihr werdet drin auch sehen, dass es teilweise sehr offen ist, damit dieser Kamineffekt für die natürliche Lüftung gut funktioniert. Aber es ist eben auch schön, weil wir hier sehr viele sichtbare Holzoberflächen haben. Das ist jetzt praktisch die Oberfläche von dieser Cross-Laminated Timber, von dieser CLT-Konstruktion, die 10 cm stark ist, die tragende Konstruktion. Auf dem Boden haben wir ein Escheparkett. Alles behandelt mit unbedenklichen, fürs Raumklima nicht irgendwie schädlichen Stoffen. Und was ihr hier auch schon sehen könnt, es sind einfache Dinge verbaut. Keine Fußbodenheizung, sondern Radiatoren. Wir haben teilweise Aufputzinstallationen. Das ist das System einfach bauen und Haustechnik und Hauskonstruktion voneinander trennen. So praktische Details wie zum Beispiel so ein Klappstuhl finde ich ganz nett. Da kann man sich dann eben mal hinsetzen, um Schuhe auszuziehen oder auch, wenn man mal warten muss, bis alle fertig sind. Und wenn man den hochklappt, ist er einfach weg. Ansonsten sind hier wieder, wie ich immer schön sage, die 60 cm Tiefe, dass da auch vernünftig eine Garderobe hinpasst. Da würde sogar ein Garderobenschrank hinpassen. Und jetzt schauen wir tatsächlich als erstes in das Badezimmer, denn auch da haben wir ein ganz wichtiges Kostensparthema. Das Bad ist 5 Quadratmeter groß und hier kann man sehr gut sehen, was einfaches Bauen bedeutet. Wir haben hier eine Dusche, nur wo der Boden so durchgezogen ist. Das ist so eine Art Linoleum, das dann hier am Rand hochgezogen ist für den Feuchteschutz. Ihr erinnert euch, da ist eine Holzkonstruktion drunter. Die Duschwand ist hier gemacht mit so einer zementgebundenen Faserplatte und dann ist da so ein High-Pressure-Laminat drauf mit einer sehr, sehr schönen Oberflächenbeschichtung. Das Material ist viel, viel günstiger als eine geflieste Wand. Außerdem müsste man die Fliesen hier mit Fliesenkleber ankleben und das Ganze hier funktioniert eben viel, viel einfacher und kostengünstiger. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen zu Materialien habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche euch das zu beantworten. Das heißt, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und hier seht ihr schon, der Waschtisch ist ein Mineralguss. Auch da sollte man darauf achten, dass die Qualität stimmt, dann ist das nämlich viel, viel langlebiger. Aber wenn man nur ein Bad hat, das man ausstatten muss, kann man da auch eben ein bisschen was rein investieren. Auch hier seht ihr, läuft alles auf Putz. Das heißt, Wasserleitungen, auch die Lichtauslässe sind ganz einfach gelöst. Und was ihr sehen könnt, es gibt in diesem Haus aus Testzwecken so eine kombinierte Geschichte mit einer mechanischen Lüftung, einer ganz einfachen allerdings, und der natürlichen Lüftung über die Fenster. Dazu sage ich euch noch was in anderen Räumen. Es gibt überall so einen Sensor, der die Raumluftqualität misst, CO2-Gehalt, Temperatur, Feuchtigkeit und entsprechend die Fenster automatisch öffnet und schließt. Ihr könnt hier schon sehen, es gibt im Bad auch noch mal einen großen Heizkörper, ein WC. Es ist im Prinzip alles da, was man braucht. Und die entscheidende Frage ist, reicht mir ein Bad, wenn ich hier mit einer Familie wohne? Die Frage, was brauche ich wirklich, ist auch der entscheidende Punkt, wenn ich kostengünstig und einfach bauen will. Denn das Bad ist in der Regel der teuerste Raum von der Ausstattung. Und natürlich ist es toll, 3 oder 4 Bäder zu haben. Aber an der Stelle kann man wirklich sehr, sehr viel Kosten sparen. Ich mache euch in der Videobeschreibung einen Link zu einer kleinen Umfrage, weil es mich total interessiert, worauf könntet ihr verzichten und was ist für euch absolut unverzichtbar. Was braucht ihr wirklich und was wäre was für euch, was ihr hier seht und was nicht. Jetzt sind wir schon im Wohn-Ess-Koch-Bereich und da geht es ganz spannend weiter. Der Wohn-Ess-Koch-Bereich hat insgesamt 37 Quadratmeter, wovon 28 Quadratmeter auf den Ess- und Wohnbereich entfallen. Die Größe ist absolut, finde ich, gemütlich und relatable. Was ihr hier hinter mir seht, sind wieder die Messeinrichtungen für die Raumluftqualität. Eine Besonderheit sind diese Schalter. Das ist jetzt eben auch nicht verkabelt, sondern das ist ein Funkschalter. Das heißt, man braucht bei der Elektroinstallation immer nur den jeweiligen Lichtauslass. Ob das jetzt so praktisch ist, weil die brauchen dann eine Batterie, so eine Knopfzelle und nachhaltig, beziehungsweise dass man die Dinger nicht immer irgendwo verstruddelt hat, weiß ich nicht. Aber das ist ja nur ein Vorschlag. Auch das die Frage, könntet ihr euch das vorstellen?
Hier seht ihr jetzt nochmal diese Trennung zwischen Konstruktion und Haustechnik. Also auch hier laufen die Sachen jetzt hier oberhalb und sichtbar. Hinter dem Sofa ist ein Radiator, auch unter dem Sitzfenster und in der Küche. Das ist natürlich so eine Sache, wenn man keine Fußbodenheizung hat, braucht man Platz für diese Heizkörper. Hier ist ein sehr, sehr schönes Element drin, nämlich mal so ein Fensterelement bestehend aus einer Festverglasung. Das ist eine sehr kostengünstige und schöne Lösung, fast raumhoch, 2,60 Meter. Und dann gibt es hier so einen ganz einfachen Dreh-Kipp-Beschlag. Das Element ist jetzt tatsächlich nur 80 Zentimeter breit und oben drüber eben diese Kippgeschichte. Das ist eben wichtig, um eben lüften zu können, weil man im Erdgeschoss ja so einen Flügel jetzt nicht offen stehen lässt, wenn man weg ist. Was auch sehr schön ist, da draußen seht ihr jetzt diesen Schiebeladen, mit dem man das hier eben dann abends ein bisschen abschotten kann. Es verdunkelt nicht komplett, aber es ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Lösung, abends Geborgenheit zu erzeugen, auch ein bisschen Sonnenschutz, wenn jetzt tagsüber mal wirklich die Sonne drauf knallt, und natürlich viel, viel günstiger als so eine Lamellenjalousie, die womöglich auch noch elektrisch und smart ist und eben auch viel, viel weniger reparaturanfällig bzw. einfacher in Schuss zu halten. Dann gehen wir jetzt hier weiter. Der Essbereich hat, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Sitzfensterelement, das eben auch ganz einfach hergestellt ist durch so eine Festverglasung, die jetzt in der Konstruktionsebene sitzt, durch den breiten Wandaufbau. Auch hier gibt es übrigens nochmal so ein Schiebeelement, das man abends zumachen kann. Ist das Ganze auch ein bisschen sichtgeschützt und geborgen, ohne dass man da irgendwelche auskragenden Elemente mit Flachdachabdichtung und sonst was Kompliziertes hat. Dann ist hier dieser sehr schöne Rahmen innen davor gesetzt. Der ist 80 Zentimeter tief. Das ist also wirklich ein zweites Sofa. Und ich kann euch verraten, als wir gestern in dem Haus ankamen, hat unser Kameramann erstmal nur auf diesem Sitzfenster gelegen. Es ist ein sehr, sehr schöner Ort. Auch hier gilt wieder, die Kissen nicht vor die Fenster, und diese Dreiteilung ist sehr praktisch, weil man eben auch dann an der Stelle wieder einen kleinen Öffnungsflügel oben hat, der eben auch elektrisch ist. Ihr seht das. Der kann sich also auch öffnen, wenn der Raumluftsensor sagt, wir brauchen jetzt diesen Durchzugskamineffekt. Und wir haben es gestern Abend probiert, wenn man nach Hause kommt nach einem heißen, sonnigen Tag, diesen Knopf betätigt. Innerhalb von 3 Minuten ist die Luft im Haus frisch. Es ist kein Durchzug, aber man merkt diesen Kamineffekt. Die ganze warme, abgestandene Luft steigt nach oben, geht oben am höchsten Punkt aus dem Haus raus, und wenn die Luft frisch ist, schließt das Ganze automatisch wieder. Man kann es natürlich auch manuell bedienen, sodass man ganz, ganz schnell frische Luft hier drin hat. Stichwort Kamineffekt. Wir haben hier über der Küche jetzt einen offenen Luftraum, der mit der Galerie im Obergeschoss verbunden ist. Wir haben hier eine Raumhöhe von bis zu 5,80 Meter. Das ist sehr, sehr schön. Klar ist natürlich, Essensgerüche steigen nach oben, aber es gibt hier auch so eine Umlufthaube. Man kann natürlich da mit Dunstabzug schon auch was machen, und man kann eben auch hier über dieses geteilte Element nochmal sehr gut ablüften. Man hat hier hinter dem Waschbecken wieder die Festverglasung, die hier sehr, sehr schön eben in die Brüstung überläuft. Und ein ganz spannendes Thema bei dem einfachen Bauen ist auch, wie macht man die Materialübergänge? Es ist ja jetzt hier innen nichts verputzt, Materialübergänge werden jetzt nicht verklebt oder irgendwie überdeckt. Da muss man eben im Detail sehr sauber arbeiten, man muss sich abstimmen mit den Handwerkern, mit den ausführenden Betrieben, dass die das eben alles vielleicht ein bisschen anders machen müssen, als sie es gewohnt sind. Und diese Kommunikation, diese bessere Kommunikation zwischen diesen Beteiligten ist auch ein ganz wichtiger Faktor beim Thema kostengünstig und einfaches Bauen. Es gibt in Deutschland ja dazu seit ein paar Jahren tatsächlich auch oder seit kurzem eine neue Norm für einfaches Bauen. Da hat die Bundesregierung den Weg geebnet für experimentelles Bauen, dass Planer eben auch kosten- und rechtssicher abweichend von den Standards der Technik bauen können. Denn ein ganz wichtiges Thema ist, die Leute wollen sich absichern, wenn die anerkannten Regeln der Technik vielleicht nicht eingehalten sind oder irgendwelche Normen, entscheidet der Richter, dass die Firma irgendwelche Regresszahlungen hat, und deshalb wird immer auf doppelte und dreifache Sicherheit gebaut und auch alle Normen eingehalten, die vielleicht
nur dem Komfort dienen, aber jetzt nicht Brandschutz oder Standsicherheit betreffen. Deshalb sind diese Einfachbaunormen total wichtig und dieses Umdenken ist eine ganz wichtige Voraussetzung für günstiges Bauen. Wir sehen jetzt hier auch so eine Küche. Kann man hochwertig, gesund und relativ unaufwendig machen. Die ist jetzt einfach aus laminiertem Sperrholz. Ich finde, das ist eine sehr ästhetische Sache. Das dunkle Grün gefällt mir persönlich sehr gut in Kombination mit dem Holz. Und diese Arbeitsfläche ist auch gut abwischbar. In dem zweiten Haus ist das eine Naturholzarbeitsfläche. Auch das ist natürlich schön, aber empfindlich. Hier hat man natürlich jetzt auch in der Küche das Parkett, das jetzt eben mit so einer offenporigen, gewachsenen Oberfläche gemacht ist. Heißt, Flüssigkeiten müssen sofort weggewischt werden, aber so ein Holzboden lebt natürlich auch. Wie praktisch das jetzt hier hinter dem Herd ist, weiß ich nicht. Wenn da mal die Tomatensauce anfängt zu kochen und spritzt, diese raue Holzoberfläche kann man nicht abwischen. Also da würde man sich in der Praxis sicherlich eine ganz einfache Lösung, zum Beispiel mit einer Milchglasscheibe vorstellen können. Auch hier braucht man wirklich keine Fliesen. Ein Wort noch zu diesen Steckdosen, die hier aufsitzen. Im Bad gab es keine einzige Steckdose. Ich vermute, dass das für Feuchträume so nicht zugelassen ist. Das ist natürlich eine Sache, die nicht zu diskutieren ist. Man braucht eine Steckdose im Bad. In der Küche konnte man es aber offensichtlich unterbringen. Hier sind genug Steckdosen da. Eine Sache zum Thema Tageslicht. Ihr seht jetzt da oben diese 3-in-1-Lösung. Die ist eben solar gesteuert. Das heißt, die braucht keinen Stromanschluss, kann aber elektrisch betrieben werden. Das heißt, die Fenster haben eine Hitzeschutzmarkise außen, die automatisch zugehen kann, wenn es zu warm wird. Und die gehen eben auch automatisch auf und können heiße Luft oder schlechte Luft oder Dünste von der Küche ganz, ganz schnell da oben ablüften. Wir haben jetzt hier mal so ein Bedienpanel, wo man sehen kann, es gibt einmal die Lüftungsfunktion und einmal die Funktion Verschattung zufahren. Und wenn man dann da drauf geht, kann man hier eben auswählen, welche Elemente man bedienen möchte. Dann gibt es hier so eine Lüftungsstellung, wo eben nicht reinregnet, sondern nur so ein bisschen Luftaustausch gewährleistet ist. Es kann ein bisschen auf oder auch ganz aufgemacht werden. Das Ganze geht dann per Elektromotoren automatisch. Diese Fenster sind auch mit Regensensoren ausgestattet. Das heißt, wenn es wirklich anfängt zu regnen, gehen die auch zu. Besonders wichtig ist das bei den Flachdachfenstern ganz oben in der Dachspitze. Und so kriegt man es wirklich hin, dass man das Raumklima in diesem Haus sehr, sehr gut steuert. Automatisch, aber natürlich bei Bedarf auch manuell. Die belebende Wirkung von Tageslicht durften wir hier heute Morgen erleben. Da kam nämlich ganz toll die Morgensonne hier rein, hat die Küche geflutet, einen wach gemacht, da wo man es morgens braucht. So viel zum Thema geschickte Platzierung. Und dieses Licht, das von oben reinkommt, also durch Dachflächenfenster, da ist die Tageslichtausbeute auch viel, viel höher als durch gerade Fenster. Und dadurch, dass das eben hier durch die 3-in-1 so ganz schmale Profile sind, ist eben die Tageslichtausbeute nochmal höher. Es gibt noch einen Raum im Erdgeschoss, den wir nicht gesehen haben. Hier wird natürlich jedes Fleckchen genutzt. Das sind etwa 4 Quadratmeter Abstellraum unter der geschlossenen Treppe. Das ist jetzt sehr, sehr klein. Da ist Platz für die Hausanschlüsse. Da ist ein Warmwasserspeicher drin. Da kommt von der Lüftungsanlage bzw. von der Erdwärmepumpenheizung die Anschlüsse rein. Da ist natürlich jetzt kein Platz mehr für Waschmaschine und Trockner. Aber das ist eben Thema Community und Dinge teilen. Man könnte natürlich sich vorstellen, hier auch ein Haus zu haben, wo dann Waschmaschine und Trockner für mehrere Familien drin stehen. Share Economy. Und da wäre die Frage, ob ihr euch sowas vorstellen könntet. Und jetzt schauen wir mal nach oben. Die Treppe ist eine halbgewendelte, geschlossene Treppe. Das ist sehr platzsparend. Laufbreite sind hier auch nur zwischen 86 und 90 Zentimetern.
Der Treppenraum hat was sehr Gemütliches, finde ich. Und durch diese geschlossene Ausführung ist eben darunter auch Platz für einen Abstellraum. Treppe, wie gesagt, in Esche. Hier haben wir jetzt wieder die Brettsperrholzkonstruktion. Ihr könnt jetzt mal hier sehen, die Innenwände, die sind 9 cm stark. Das ist dieses dreifach verleimte, gegeneinander verleimte Massivholz. Die Außenwände waren 10 cm stark, die tragenden Elemente. Und da sind es 5 Schichten. Wir gucken jetzt mal hier um die Ecke. Da gibt es nämlich einen sehr, sehr schönen Arbeitsbereich, einen kleinen. Das sind 7 Quadratmeter. Dieser Flur hat auch noch mal etwa 2,6 Quadratmeter. Und hier kann man jetzt sehen, wie dieses unterschiedliche Tageslicht, das da reinkommt, so einen Raum aufwertet. Man hat es also hell von oben. Hier ist jetzt praktisch die Kamineffekt-Geschichte, dass die Luft über die eine Galerie von unten kommt und hier nach oben dann durch diese Duodachfenster raus kann. An der Stelle haben wir jetzt ein ganz normales Fenster. Das Besondere an den skandinavischen Fenstern ist ja, die gehen nach außen auf, eben auch in Kippstellung. Das ist natürlich jetzt ein Fenster, das nicht steuerbar ist, aber auch hier gibt es dann so eine Lüftungsstellung. Man kann das dann praktisch hier nochmal feststellen, dass also auch hier ein Luftaustausch möglich ist. Die Idee, aus Sperrholz gleich auch Einbaumöbel zu machen, die dann wie aus einem Guss wirken und auch sehr kostengünstig sind, finde ich zum Beispiel ganz toll. Ich würde mir das hier ein bisschen tiefer machen, damit man dann auch da wirklich sitzen kann mit einem Laptop. Denn ich habe natürlich wieder das Thema, hier habe ich den Heizkörper und damit ich dann hier sitzen kann, brauche ich auf jeden Fall mehr Tiefe. Dieses Fenster da oben ist eben auch wieder entsprechend eingebunden. Ich habe es euch ja schon gesagt, es gibt jetzt hier in den beiden Kinderzimmern, die anschließen, nochmal eine andere Fensterlösung mit Verdunklungsmöglichkeit und das zeige ich euch jetzt. Die beiden Schlafzimmer auf dieser Ebene haben 11 Quadratmeter und sind gleich geschnitten, aber unterschiedlich befenstert. Und das finde ich ganz gut, weil man sehen kann, was diese Lichtlösungen für einen Unterschied machen. Hier haben wir jetzt wieder diese 3-in-1-Geschichte. Hier ist jetzt zusätzlich nicht nur das Hitzeschutzrollo außen und die Funktionen, die verschiedenen Lüftungsfunktionen, sondern man kann es eben auch mit dieser Innenjalousie komplett verdunkeln. Das kann man hier auch runterfahren, sodass es dann eben auch, wenn man schlafen will, ganz dunkel werden kann hier drin. Es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit, dass man das Ganze einfach mit so einem Plissé von Hand bedient. Das finde ich eigentlich auch ganz praktisch und man merkt jetzt hier schon, dass da wirklich wahnsinnig viel Hitze auch reinkommt. Das heißt, diese außenliegende Beschattung ist bei Dachflächenfenstern auf jeden Fall zwingend erforderlich. Man sieht auch, dass der Dachaufbau hier wirklich sehr mächtig ist. Das sind fast 60 cm. Mit dieser Zellulosetemmung braucht man einfach andere Aufbauhöhen, aber das Haus funktioniert eben auch sehr energieeffizient, wenn es kalt ist. Hier haben wir noch mal so eine eingebaute Bank. Ich vermute mal, dass dahinter auch noch mal Leitungen verzogen sind und das Ganze ist dann gleich genutzt worden, um hier so eine gepolsterte Sitzbank reinzumachen, was ich für ein Kinderzimmer eine sehr schöne Idee finde. Hier hat man auf jeden Fall auch Platz für einen Schrank und die Proportionen von diesem Zimmer sind sehr angenehm. Eine Sache, wenn wir jetzt rübergehen, allerdings diese massive Brettsperrholzwand lässt natürlich Schall durch. Das heißt, ich könnte mich jetzt mit Matze unterhalten, ohne lauter sprechen zu müssen im Nebenzimmer. Und das wäre jetzt die Frage, nächste Frage an euch. Wie wichtig ist euch Schallschutz? Denn auch das ist eine Maßnahme, wo man sehr, sehr viel Geld versenken kann, das man aber hinterher gar nicht sieht. Und jetzt schauen wir mal hier um die Ecke ins zweite Zimmer, das wie gesagt auch 11 Quadratmeter hat, aber ganz anders von der Lichtstimmung ist. Wir haben jetzt hier wieder dieses normale Vertikalfenster, auch hier natürlich ganz wichtig jetzt mit dieser Kipplüftungsfunktion, weil dieses Zimmer natürlich jetzt von diesem Lüftungskonzept abgekoppelt wäre, das über diese Active-Steuerung oder diese App geht. Auch hier haben wir wieder diese tiefe Fensterbank. Das sind jetzt hier 80 cm, wo man wirklich schön sitzen und arbeiten kann mit Blick nach draußen, beziehungsweise einen Bildschirmplatz hier hätte. Da würde man sich auch wünschen, dass man vielleicht noch Regalflächen hätte, dass das Ganze ein bisschen tiefer ist, damit man hier auch sitzen kann, weil sonst stößt man natürlich mit seinen Füßen da an den Radiator und es ist immer die Frage, wo platziert man diese Heizkörper?
Bevor wir jetzt ganz nach oben gehen, schauen wir noch einmal hier runter. Das ist nämlich jetzt der Blick auf die Küche. Ich finde es sehr angenehm, dass die Absturzsicherung jetzt mit diesem Sperrholz tatsächlich 1,20 hoch ist. Da fühlt man sich hier auch sicher und man hat jetzt eben hier diese Möglichkeit zu sehen oder auch zu fühlen, wenn man hier steht, wie die Luft hier durchkommt, ohne dass ein unangenehmer Zugeffekt entsteht, weil es eben durch diese Brechung immer wieder und durch dieses Versetzte wirklich ganz gut funktioniert. Und jetzt schauen wir mal nach oben. Im Dachgeschoss liegt der, wie ich finde, schönste Raum des Hauses. Das ist das Schlafzimmer mit 18 Quadratmetern. Hier oben ist der Raum jetzt noch 3,50 Meter breit. Wir haben hier eine Raumhöhe von etwa 3,10 Meter. Dieses wunderschöne Flachdachfenster, das ganz viel Licht von oben reinholt. Auch das ist natürlich per Außenjalousie zu verschatten, ist automatisch zu öffnen und zu schließen. Hier geht also die Hitze wirklich ganz, ganz schnell nach oben raus. Und wir haben jetzt hier nochmal gegenüberliegend 2 solche Dachfenster, die steuerbar sind. So ein Lüftungskonzept funktioniert natürlich eigentlich auch nur mit solchen Fenstern, weil wenn die offen sind, sind die ja fest. Das heißt, die schlagen jetzt auch nicht auf und zu, wenn es wirklich mal ein Windstoß kommt und Durchzug hat. Das heißt, so ein natürliches Lüftungskonzept ist prädestiniert für den Einsatz von Dachflächenfenstern. Wo man in diesem wunderschönen Raum jetzt einen Schrank hinstellt, weiß ich tatsächlich nicht. Wahrscheinlich könnte man sich hier anstelle dieser schönen Bank auch eine Einbaulösung vorstellen. Aber wie gesagt, das Ganze ist ein Pilotprojekt, ein Forschungsprojekt, das jetzt auch nicht zum dauerhaften Wohnen gedacht war. Und da würde man in der Realität sicher auch eine gute Lösung finden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das Heaven House der Living Places in Kopenhagen anzuschauen. Ich habe für euch in der Videobeschreibung unten eine Preisrange zur Orientierung. Ist natürlich schwierig, weil das Ganze in Dänemark gebaut wurde. Dort findet ihr auch wie immer den Link zu den Grundrissen, wenn ihr euch die anschauen wollt, und zu unserer kleinen Umfrage zum Thema, wie kann kostengünstiges Bauen in der Zukunft aussehen? Was ist euch wichtig? Was geht gar nicht? Ich fände es total toll, wenn ihr mitmacht, weil das einfach ein wichtiges Thema ist, damit Bauen nicht ein Luxus für die Reichen ist, sondern für alle erschwinglich und umweltverträglich. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.